Ich glaube, dass die Serie mit den Figuren gewachsen ist. Dieser Bauch wurde also händisch angefertigt für mich. Das ist also sozusagen jedes Muttermal, was man auf dem Bauch sieht, und auch die Hautfarbe und alles ist wie mein Bauch. Ich mache mir Sorgen um den Jungen. Ein Unterschied ist, ich bin bei weitem nicht so skrupellos und brutal. Man läuft halt nicht so rum und schiebt den Bauch so vor sich her, sondern man fängt an, zum Beispiel, wenn man durch eine Menschenmenge läuft, diesen Bauch, das ist ganz absurd, weil mir das passiert ist, obwohl das ja ein Silikonbauch ist, zu beschützen. Das ist irgendwie total absurd. Der Empfang heute Abend, ich weiß, es war Ihre Idee, aber sind Sie sicher, dass es nicht ein wenig zu viel für Sie ist? Man weiß historisch, die Eltern waren oft weg und die Kinder waren auch zum Teil fremden Menschen überlassen. Und dass es da tatsächlich eventuell zu einem Missbrauch gekommen ist und dass man davon ausgehen kann, dass dadurch natürlich eine gewisse Verhärtung stattgefunden hat. Den Kaiser forme ich. Und dann kann sie reisen und den Menschen zuhören, so viel sie will. Je weiter weg, desto besser. Ich glaube, dass was Kathi Eisen, unsere Showrunnerin und Autorin, einfach bei allen Figuren gemacht hat, ist ihnen einfach eine Dreidimensionalität zu geben. Weil kein Mensch, selbst der schlimmste Despot und Diktator, ist jede Sekunde des Tages gleich. Und ich glaube, dass das rein spielerisch interessanter ist, switchen zu dürfen, auch mal eine liebevolle Seite zu zeigen gegenüber dem eigenen Enkelkind und dann aber auch eine massive Grausamkeit an den Tag zu legen, wenn es um das eigene Kind geht. Was wünschst du dir? Es gibt ein biologisches Geschlecht und letzten Endes weiß man natürlich nicht, kann man keine Rückschlüsse darauf ziehen, was da für ein Mensch am Ende bei rauskommt. Also insofern finde ich, mir persönlich, wenn ich Kinder wollte, wäre das überhaupt kein Anliegen, zu erfahren, welches biologisches Geschlecht das ist, weil das sagt nichts über die Person aus. So macht man keine Politik, Elisabeth. Die Leute an ihrer Türschwelle umarmen. Besonders wichtig, was in vielen Beziehungen irgendwie so untergeht, weil wir es diese Gesprächskultur auch nicht gelernt haben, glaube ich, ist es immer wieder zurück ins Gespräch zu gehen und sich dem nicht zu entziehen. Die Bedürfnisse irgendwie ernst zu nehmen des Gegenübers und irgendwie klar abzustecken, okay, wer braucht was und wie kann man irgendwie dafür sorgen, dass man dann einen Weg findet, an einem Strang zu ziehen. Ja, immer wieder über Dinge zu reden tatsächlich, anstelle nur zu handeln. Ich glaube, in vielen Beziehungen steht so wie das Handeln im Vordergrund. Was tut er oder sie, die Person in der Beziehung? Was tun sie? Was sind die Handlungen, die sie tun? Der Kaiser, mein Bruder, möchte Ihnen eine Zollunion vorschlagen, Majestät. Warum? Nun, die zwei mächtigsten Reiche Europas sollten Freunde sein und keine Feinde. Was ich sagen kann, ist, dass Maximilian eine große Sehnsucht hat nach der Möglichkeit, etwas selber zu gestalten. Und diese Sehnsucht teile ich sehr. Eure königliche Hoheit, es ist mir eine Freude. Hat Ihr Bruder nicht gerade das Schienennetz ausbauen lassen? Ich war dafür, in Heißluftballons zu investieren, aber auf mich hört ja keiner. Und dann hat er eben seine neue Frau und Geliebte und Seelenpartnerin, die ja auch rein historisch die Partnerin seines Lebens sein wird, die ihm sagt, du kannst deinen eigenen Weg gehen, wenn du willst. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Durch die Erfahrung dessen, was jetzt einfach so das Insight in das Leben der Menschen gezeigt hat, die wir gespielt haben, dass es für uns, glaube ich, da keinen Reiz gibt, in irgendeiner noch gearteten Form adlige Menschen zu sein. Die Kaiserin, Staffel 2. Jetzt auf Netflix.